das Schweißkraft-Zubehörprogramm entwickelt als dritte Hand beim Schweißen. Das heißt, wir können bessere Ergebnisse erzielen und haben eine höhere Präzision. Wir fangen an mit unserer Ein-Hand-Schraubzwinge. Die kann ich benutzen, indem ich hier ziehe. Man hört, die klickt dann sofort ein und spannt sofort. Um zu lösen, drücke ich wieder den Knopf. Ganz einfach. Ich kann es auch umdrehen, das heißt also auch zum Drücken zu verwenden. Ich kann hier zum Beispiel auch, wenn ich jetzt Hohlprofile habe, sowas einbauen. Das geht auch, also multifunktional. Als zweites habe ich noch eine Einhand-Schraubzwinge. Die kann ich hier einfach auseinanderziehen mit einer Hand. Hier oben habe ich eine Halterung. Da kann ich Rohre mitspannen, die kann ich auch verdrehen. Da sind Magnete dran. Also kann ich mein Rohr hier einfach einlegen. Das zeige ich euch auch mal. Gut, als drittes und letztes möchte ich auch noch die schweren Schraubzwingen zeigen. Wir haben zwei Längen, einmal eine große und eine kleine. Bei der kleinen und bei der großen kann ich zum Beispiel Rohre mitspannen. Ich kann Hohlprofile spannen. Und ich kann auch spreizen. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Dazu brauche ich das einfach nur rausdrehen. Dann kann ich das wechseln auf die andere Seite. Als nächstes möchte ich euch unser Gripzangenprogramm vorstellen. Wir fangen an mit der Rohrgripzange. Das ist die Rohrgripzange. Ich kann verschiedene Rohre damit spannen. Ich habe sie schon mal voreingestellt. Rohr einfach einbringen, festspannen und fertig. Und schon kann ich mein Rohr verlängern und habe eine super Flucht. Dann haben wir noch normale Gripzangen, die haben wohl eine Besonderheit. Ich habe hier so einen kleinen Hammer, wo ich Sachen mit richten kann, eine große Kurbel, wo ich sehr schnell meine Durchmesser mit ändern kann. Einfache, sichere Handhabung, stabile Ausführung, perfekte Ergebnisse. Jetzt habe ich die Winkelspanne aufgebaut. Ihr seht auf einen Blick, ich kann ganz schnell präzise Winkel spannen. Wir haben sie in verschiedenen Ausführungen, einmal für 2 Streben oder auch für 3 Streben, je nachdem, was ich machen möchte. Einfach die Teile einlegen, für verschiedene Durchmesser und schon habe ich ein perfektes Ergebnis. Der Winkel passt, das Ergebnis wird super. Wir haben eigentlich für jeden Einsatzzweck den richtigen Magnetwinkel. Wir haben einschaltbare Magnetwinkel und permanente Magneten. Der Vorteil vom Einschaltbaren ist, ich kann sie direkt positionieren und dann einschalten. Weiter kann ich noch einen 45-Grad-Winkel schweißen oder eben einen 90-Grad-Winkel. Die kleineren zum Beispiel hier haben noch 60 Grad, 30 Grad, 45 Grad, also verschiedene Winkel, die ich einstellen kann. Dann habe ich noch einen stufenlos einzustellenden Magnetwinkel. Beim stufenlosen habe ich auch einen Anschlag für 90 Grad und wenn ich ihn umbaue, kann ich ihn umbauen auf 45 Grad. Das geht recht einfach oder eben stufenlos. Den gibt es natürlich auch noch in der Komfortversion. Hier kann ich die Winkel ein- und ausschalten und ich habe eine Skala, zum Beispiel hier schweiße ich jetzt 60 Grad, die ich stufenlos einstellen kann, je nachdem welchen Winkel ich einstellen möchte. Hier habe ich noch einen Magneten, den ich ein- und ausschalten kann und wo ich ein Massekabel dran machen kann. Einschalten und schon hält mein Massekabel. Da kann ich mein Schlauchpaket und meinen Brenner festmachen. Ihr kennt das Problem, der Brenner fällt auf den Boden, ist kaputt. Hier kann ich meinen Brenner reinmachen und ist sicher aufgehoben. Jetzt habe ich schon mal unsere magnetischen Halteanschläge aufgebaut. Wir haben hier verschiedene. Wir fangen mal von oben nach unten an. Das ist zum Beispiel ein Halteanschlag, mit dem kann ich Winkel einstellen oder Rohre aufspannen, je nachdem, was ich machen möchte. Hier habe ich einen Halteanschlag, damit kann ich zum Beispiel so ein Blech mal einspannen, ich kann es hochkant spannen und ich kann es auch auf die Seite spannen. Dann kann ich das hier noch verschieben, also recht flexibel. Auch bei dem nächsten kann ich Platten oder Rohre einspannen, je nachdem, was ich machen möchte. Ganz unten habe ich noch einen Halteanschlag. Hier kann ich Sachen einspannen, kann die dann ausrichten, je nachdem, wie ich sie haben möchte. Hier nochmal den Winkel messen und ich brauche nicht einen Kollegen rufen, also meine dritte Hand. Ich habe unser komplettes Zubehörprogramm hier einmal aufgebaut. Der Einsatz ist einfach, das Ergebnis ist groß. Wir fangen hier an bei ca. 14,50 € und gehen dann hoch, je nachdem, welches Werkzeug ich habe. Also kleiner Aufwand, große Wirkung.